Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Piano-Freunde, in diesem neuen Video. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de. Ich habe mir überlegt, im heutigen Video zeige ich euch mal 3 simple, aber wirklich schöne Begleitmuster auf der linken Hand. Ich werde euch am Anfang jetzt hier gleich im Video die 3 Muster mal zeigen. Die sind wirklich nicht schwer. Und dann üben wir die mal im Detail. Da zeige ich euch dann mal eine Melodie, die wir hier spielen können als Begleitung, und dann nehmen wir die rechte Hand noch mit dazu, um das Ganze mal ein bisschen zu üben. Okay, wenn euch das Ganze gefällt, wie immer, gerne ein Like und ein Abo dalassen und auch gerne in die Kommentare schreiben, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat oder was ihr euch für zukünftige Videos wünschen würdet. Ja, und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal direkt rein. Und jetzt habe ich euch mal 3 dieser Muster, dieser Begleitung der linken Hand mitgebracht. Ich zeige euch das Ganze mal einfach am C-Dur-Akkord. Also es geht jetzt hier immer darum, einen Akkord zu spielen auf verschiedene Arten und Weisen. Ja, das ist ja im Prinzip dann die Begleitung. Das ist ja oft einfach, wir spielen manchmal nur einen Ton, aber oft auch einen Akkord. Entweder wir spielen einen Akkord aus oder wir wenden eins dieser Muster an. Und das erste Muster ist folgendes. Dieses hier. Ja, das ist jetzt C-Dur. Rechte Hand würde jetzt irgendeine C-Dur-Melodie spielen. So, ja, jetzt mal ganz einfach. So, das ist der Wechselanschlag. Ne? Das ist hier das erste Begleitschema. Ganz einfach, ja. Zeige ich euch gleich im Detail nochmal, wie wir das spielen. Zweites Schema, was ich euch zeigen werde, ist dieses hier. Also ähnlich, dieselben 3 Töne vom C-Dur-Akkord, bloß wir spielen diese nacheinander, ne? Und das dritte Begleitmuster ist dann schon etwas komplizierter, sage ich jetzt mal, aber doch trotzdem für Anfänger auf jeden Fall machbar, ne? Das hier, ja? Das ist das dritte Muster. Gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Muster ein. Fangen wir mit Muster 1 an. Wie spielen wir das Ganze? Also letztendlich, das ist der C-Dur-Akkord. Die Akkorde müssen wir natürlich wissen in der jeweiligen Tonart, in der wir uns befinden. C-Dur ist natürlich am einfachsten, ne? C, E und G. Ja, und jetzt schlagen wir immer erst den Grundton an, das ist das C, und dann die beiden anderen Töne des Akkordes im Wechsel. Ja, und zwar so hier, sodass wir also die beiden Töne zweimal anschlagen und dann wieder zum C, ne? 1, 2, 1, 2, C, 1, 2, C, 1, 2. Das ist das Muster. Das einfach wirklich mal üben, das so anzuschlagen. Hier auch mit Mittelfinger und Daumen, ja, diese beiden Töne, und der kleine Finger liegt auf dem Grundton. So geht hier erstmal Schema Nummer 1. Das Ganze einfach mal ganz in Ruhe üben. Wie wir das dann in so einer Melodie spielen, das zeige ich euch gleich noch. Da habe ich euch mal ein Schema mitgebracht. Aber erst mal hier den Grundgriff natürlich üben. Okay, gerne ganz in Ruhe erstmal hier das Ganze üben. Gut, dann das zweite Muster, das ist ziemlich simpel. Ja, einfach hier die 3 Akkordtöne nacheinander anschlagen und dann gehen wir die Töne rauf und wieder runter, ne? Rauf und wieder runter. Aber trotzdem sauber anschlagen, ne? Wirklich schön hier mit kleinem Finger, Mittelfinger, Daumen. Am besten hier nur die Fingerkuppe und dann schön sauber anschlagen, ne? Das ist das zweite Muster hier. Okay, und das dritte Muster, ja, war ja das hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Woraus besteht das überhaupt? Es ist auch der C-Dur-Akkord, allerdings ist es jetzt der C-Dur-Akkord mit der Oktave. Das heißt ja, hier ist der C-Dur-Akkord und hier oben spielen wir das C mit, ne? In der Oktave. Das ist eine Oktave hier von C zu C. Derselbe Ton. Ja, das wäre jetzt ein Akkord im Vierklang. Und jetzt nehmen wir aber hier dieses E hier oben. Das ist der Trick, ja? Weil letztendlich
Hier geht ja der C-Dur-Akkord auch weiter. Ich sage immer gerne, damit es einfacher wirkt, ja, einfach hier das E, entschuldige, das E hier oben spielen. Ja, das spielen wir nicht hier, sondern wir nehmen es hier oben mit. Verlagern es also nach hier oben. Das erstmal zur Grundsystematik und dann spielen wir den Akkord so hier. Also wir schlagen erst das C an, ja, hier das E bleibt ja weg, das heißt, wir sind jetzt direkt beim G. C, das ist erstmal der Grundgriff, C, G, C, ne? Kleiner Finger, Zeigefinger, Daumen. Wir müssen es so spreizen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und in dem Moment, wo hier der Daumen das C anschlägt, zack, bewegt sich der Zeigefinger hier zum E. Ja? So hier. Das kann man auch gerne mal üben, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Ja? Aber das ist die Grundsystematik. Wirklich ganz sauber in dem Moment, wo hier der Daumen anschlägt, zack, geht hier der Zeigefinger rüber, ja? Okay, weil wir können nicht hier liegen bleiben, ja? Da müssten wir hier, ne, so ein bisschen springen, das ist blöd. Also wirklich hier in dem Moment rüber und zack, und dann auch wieder zurück. Ja, in dem Moment, wo ich hier mit dem Zeigefinger lande, hält sich der Daumen auch bereit, der ist ja hier noch an der Stelle, und wieder zurück. Ja, der Daumen geht hier hin und dann auch bewegt sich der Zeigefinger wieder zurück. Das kann man einfach mal hier so üben. Diesen Griff. Also jetzt haben wir erstmal sofort, ja, in kürzester Zeit schon die Grundmuster hier, die 3 gelernt, die ich persönlich sehr, sehr schön finde für Anfänger. Also einmal diesen Wechselanschlag. Das ist ja schon so eine Art Walzertakt. Dann ja, diesen Anschlag hier nacheinander, die Töne des Akkordes. Einmal einfach und dann ein bisschen komplizierter hier den Akkord richtig aufwärts in der Oktave. Ja, und das war schon der erste Teil des Videos, euch einfach hier diese Muster mal zu zeigen und anhand von C-Dur, von diesem C-Dur-Akkord mal zu üben. Und jetzt kommt der zweite Part. Jetzt möchte ich euch natürlich hier auch eine kleine Melodie mal mitgeben, also ein kleines Schema auf der linken Hand, was ihr dann nutzen könnt, um diese Muster zu üben. Und zwar ist das dieses Schema. Ja. Also eine schöne kleine Melodie hier auf der linken Hand. Ganz wichtig, erstmal klären wir, was sind die Grundakkorde, in welcher Tonart befinden wir uns. Also wir befinden uns generell erstmal hier in G-Dur und der erste Grundakkord ist auch G-Dur. Ja, erstmal die Grundakkorde anschlagen, bevor wir hier das Muster üben. Also G-Dur, dann haben wir E-Moll, C-Dur, das hatten wir eben schon, und D-Dur. G-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur. Das ist das Schema. Rechte Hand nehmen wir dann noch mit dazu. Die spielt einfach nur so ein bisschen die Töne von G-Dur auf und ab. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Wir konzentrieren uns in diesem Video auf die linke Hand. Ja, und jetzt spielen wir diese 4 Akkorde einfach mit den verschiedenen Mustern. Wir fangen mal mit dem Wechselanschlag an, ja. Hatte ich ja eben schon gezeigt. Immer einmal, also G-Dur, dann spielen wir natürlich die beiden Töne hier von G-Dur, das ist das H und das D, ja. Dann E-Moll, C-Dur, D-Dur. So, und jetzt können wir das andere Muster auch noch üben, das Muster Nummer 2, ja. Selbes Prinzip. Wir wissen ja, was die 3 Töne des Akkordes sind und jetzt, wir wissen das Schema, spielen wir das einfach nacheinander. Übrigens in diesem Rhythmus hier, ja. Das heißt, wir spielen hier bis zum zweiten Ton zurück und dann wechselt der Akkord. Ja. Okay. Ist, denke ich, simpel und selbsterklärend. Einfach ausprobieren. Ja, und jetzt der kniffligere Teil, die dritte Begleitung. Wie gesagt, wir müssen immer den Akkord wissen, aber es ist eigentlich ja nicht so schwer, auch
bei dem dritten Muster hier das Ganze zu spielen, darauf zu kommen, auf das Muster, weil wir wissen ja, das ist der G-Dur-Akkord, ja, den haben wir ja jetzt geübt. Und jetzt wissen wir, okay, jetzt brauche ich hier auch die Oktave. Ich hatte es ja bei C gezeigt. Und hier diesen zweiten Ton des Akkordes, den verlagern wir nach hier oben. Und so kriegen wir das Muster auch hier bei G-Dur hin, genauso wie wir es bei C-Dur gespielt haben. Es ist immer dasselbe Schema. Ne? Den zweiten Ton des Akkordes, den verlagern wir nach hier oben. Ne? In dem Fall hier das H. Ja. Und dann haben wir hier unseren Akkord, unser Akkordmuster. Das Ganze bei E-Moll, ja. Nochmal als Beispiel hier E-Moll, E-Moll-Akkord, E-Moll hier oben in der Oktave und das G ist das ja, verlagern wir nach hier oben. Okay, und dann hören wir auch wieder beim zweiten Ton des Akkordes auf. Ich spiele das Ganze mal komplett vor für alle Akkorde, ja, also G-Dur, E-Moll, C-Dur und D-Dur. Ja, hier drauf achten, haben wir ja hier das Fis als schwarze Taste, ne? Weil wir das ja hier nach hier oben verlagern. Okay, ja, und das ist das Muster, ne? Hier einmal im Beispiel gespielt. So, ne, und so übst du dann wirklich einfach mal die 3 Muster hier in diesem Schema, also G-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur, ne? G, E, C, D. Einfach mal üben auf der linken Hand das Ganze zu spielen und jetzt kommt der dritte Part dieses Videos, der ist jetzt auch nicht mehr so lang. Jetzt spielst du einfach mal die rechte Hand mit dazu. Und zwar ist es jetzt gar nicht so wichtig, was du hier auf der rechten Hand spielst. Es geht ja mehr darum, die linke Hand zu üben und auch zu üben, mit der linken Hand in dem Rhythmus zu bleiben, also in dem Schema zu bleiben, was ich dir eben gezeigt habe, also sich nicht durcheinander bringen zu lassen. Es ist im Prinzip auch eine Übung, hier mal beide Hände zusammen zu spielen. Deswegen würde ich dir empfehlen, weil du dich ja jetzt mehr auf die linke Hand konzentrierst und hier einfach den Rhythmus beibehalten willst, die rechte Hand ganz einfach zu halten. Ganz wichtig, wir müssen natürlich, damit es jetzt harmonisch klingt, auch Töne der G-Dur-Tonleiter spielen, weil wir uns in der Tonart G-Dur befinden. Das heißt, G-Dur-Tonleiter ist diese hier. Das sind eigentlich fast alle weißen Tasten. Nur das F haben wir nicht, da spielen wir das Fis. Ja? Das heißt, du kannst jetzt hier wirklich alle Töne ja, von G bis G spielen, alle weißen Tasten bis auf das F, dann nimmst du das Fis und dann spielst du einfach hier auf der rechten Hand und links spielst du mal die Muster. Ja, und dann zeige ich dir jetzt mal, wie das Ganze dann zum Beispiel klingen kann. Ja, so hier zum Beispiel. Habe jetzt auch das Haltepedal schon mal mit dazu genommen. Aber du siehst, auf der rechten Hand, ja, ich spiele nur 3 Töne auf der rechten Hand. Ich spiele keine wilden Akkorde auf der rechten Hand. Ich spiele nicht die rechte Hand hier aufwärts, abwärts. Ich spiele einfach nur 3 einfache Töne. Und durch die Begleitung auf der linken Hand, ja, so klingt es ja langweilig. Klingt zwar schon mal nach einer kleinen Melodie, aber ist irgendwie nichts. Aber wenn ich jetzt hier dieses Muster habe, das Muster ist nicht schwer, ja? Klingt doch super und es ist überhaupt nicht schwer. Ja, da soll mal jemand sagen, dass man hier nicht einfach Klavier spielen kann, wenn man keine Ahnung vorher hat. Also ich finde, es muss ja nicht immer hier sonst was sein. Jeder kann Klavier spielen, jeder kann so eine kleine Melodie spielen, wenn man hier die Muster kennt. Also sieht man ja, ne? Das war jetzt nur ein Beispiel. Jetzt kann ich mal das andere Muster nehmen. Entschuldige. Genauso, ja, da hat sich jetzt natürlich der Rhythmus ein bisschen verändert, logisch, weil wir ja hier auch ein anderes Muster spielen. Aber du siehst, wie sich gleich einfach nur durch das Muster, was wir in der linken Hand spielen und ein bisschen die Geschwindigkeit, den Rhythmus verändern wir, da kommt gleich eine ganz andere Stimmung auf. Ja, und jetzt spiele ich auch mal das dritte Muster, das hat wieder eine andere Stimmung, ja.
Also ich finde es wirklich fantastisch, was man hier mit einfachsten Mitteln, mit wenigen Tönen für eine Stimmung erzeugen kann auf diesem Instrument. Wirklich klasse. Also das soll es hier an der Stelle auch erstmal gewesen sein. Ich denke, das reicht erstmal. Wie gesagt, du musst jetzt nicht das hier spielen, was ich gespielt habe. Du kannst auch, wenn du willst, viel größer spielen. Bloß ich finde halt, man sollte es auf der rechten Hand ein bisschen einfach halten, weil wir uns ja hier auf die linke Hand konzentrieren. Wir wollen die Muster üben, wir wollen gucken, dass wir das auch in dem Rhythmus zusammenspielen. Das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema. Wenn du da Probleme hast, die beiden Hände zusammenzuspielen, linke und rechte Hand, ich habe hier oben noch ein Video verlinkt, da gebe ich so ein paar Tipps zum Zusammenspiel beider Hände. Kannst du dir gerne mal anschauen. Ich glaube, ich habe auch noch ein zweites Video zu dem Thema. Werde ich dann hier auch verlinken. Ansonsten, wenn dir das Ganze gefällt, meine Lernmethoden, dann kannst du auch gerne mal unten in der Videobeschreibung gucken. Da findest du meinen kostenlosen Piano-Crashkurs. Wenn du jetzt wirklich Anfänger bist und mich kennenlernen willst, kannst du da gerne mal schauen. Da zeige ich dir so eine Übungen hier. So 10 Lektionen. Erstmal die Grundlagen des Klavierspielens, spielerisch. Ja, und wenn du mehr Lust noch hast, da noch mehr zu lernen, dann kannst du dich auf meiner Internetseite auch mal umschauen. Da habe ich noch andere Kurse. Und hier findest du auch unter diesem Crashkurs noch meinen Anfängerkurs. Da zeige ich dir nochmal umfangreich einige Tricks und Übungen, wie du wirklich hier dazu kommst, frei ohne Noten auch Klavier zu spielen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wenn ihr wollt, ein Like oder ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Viel Spaß hier mit diesen Übungen. Trainiert einfach mal schön diese Muster auf der linken Hand und dann werdet ihr sehen, könnt ihr schon ganz schön eure eigenen kleinen Melodien zaubern auf dem Klavier. Viel Spaß beim Spielen, viel Spaß beim Üben. Bis dahin.